Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie die Eaton-App hier auf dem Handy funktioniert. Und ich habe euch gesagt, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, ein bisschen professioneller bzw. einfacher mit der DSP-Endstufe, mit der Eaton Stealth 7.1 DSP zu arbeiten. Und zwar mit dem Laptop. Ich habe jetzt auf dem Laptop schon die Eaton-Software drauf. Ich habe die auch schon gestartet und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Die Eaton-Software ist noch in Beta-Version, heißt, die ist jetzt noch nicht final, es können noch Bugs auftreten, es können noch Probleme da sein. Und an der Stelle ist es halt auch, wenn man die App einfach startet und ich jetzt nicht mit meinem DSP verbunden bin, weil wie auch, kommen wir erstmal nicht aus dem Connecting Screen raus. Wir haben einen Cancel-Button, da klicken wir drauf, dann sind wir tatsächlich in unserer Standard-Software drin und können eigentlich alles genauso einstellen, wie wir es auch auf dem Handy machen können. Wir werden auch einige Sachen wiedererkennen, die tatsächlich ähnlich sind. Wir gehen auch hier einmal durch. Grundsätzlich haben wir einen Button hier zum Connecten bzw. zum Disconnecten. Wir haben einen Knopf zum Resetten, zum Laden und Speichern von unseren Daten. Ansonsten sehen wir hier oben unsere einzelnen Kanäle, die jetzt ausgewählt sind. Wir haben hier auch unser Symbol zum Trennen und wieder Verbinden von zwei Kanälen. Können hier durch die Kanäle durchschalten. Und sind, wenn wir hier in der Main-Ansicht sind, eigentlich bei unseren, in unserem Equalizer drin. Wir gucken uns aber erstmal nochmal die Settings an, das heißt, wir klicken hier auf Settings und auch bei den Settings kommt uns alles sehr, sehr bekannt vor. Heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, unsere Fernbedienung auszuschalten, Ein- und Ausgangssignal zu ändern, dann die Ansteuerung von unserem Filter, SPDIF-Out, immer noch leider nur bei der Eaton 150.4 DSP. Die App-Version sehen wir, das ist jetzt aktuell die 1.1.1. Wir könnten hier wieder die Version updaten, können wir immer noch nicht. Wir können hier unsere beiden Presets sehen. Wir haben wie das gleiche wie beim letzten Video auch. Auf dem Handy konnten wir ja auch die Farben ändern von unserem Controller, sowohl wie von unserer Endstufe. Das heißt, bei der Endstufe haben wir hier die LED, beim Controller leuchtet da der Kreis. Hier unten ist dann die Einstellung, die wir aktuell nicht brauchen. Hier könnten wir nämlich tatsächlich sagen, was auf dem SPDIF-Out passieren soll. Wir könnten auch die 150.4 DSP-Endstufe benutzen, um ein analoges Signal auf dem SPDIF wieder rauszuschicken. Das heißt, wir würden dann quasi analog zu digital konvertieren oder könnten tatsächlich sagen, okay, nee, schieb einfach das Digitalsignal einmal durch. Für uns an der Stelle keine Option. Wir gehen nochmal zurück und gucken uns tatsächlich den In- und Output nochmal an. Auch die beiden Ansichten kommen uns sehr, sehr bekannt vor, weil die hatten wir mehr oder weniger genauso auf dem Handy. Das, was wir hier natürlich ganz praktisch haben, ist, wir haben da einen Namen dran. Das heißt, wir wissen auch tatsächlich, worüber wir reden. Beim Handy habe ich euch gesagt, was es ist. Hier sehen wir es tatsächlich, das ist einmal ein Hochtöner, ein Mitteltöner und ein Subwoofer. Ich konfiguriere das hier einmal genauso, wie ich das auf meinem Handy hatte. Channel 7 und Channel 8 bleiben leer, weil wir keinen Subwoofer und keinen Center benutzen. Und hier auf der rechten Seite können wir dann halt auch wieder sagen, okay, was angesteuert werden. Das heißt, wir wollen hier optisch rangehen und der linke Hochtöner soll Vollsignal von links kriegen, der rechte soll Vollsignal von rechts kriegen. Also der Tiefmitteltöner von mir genauso, links, rechts. Und beim Subwoofer gucken wir, dass wir hier wieder auf die 50-50 kommen, damit wir da ein schönes Mischsignal haben, beziehungsweise mehr oder weniger beides da reinkommt. Wenn wir das durch haben, können wir hier auch nochmal in unsere Parameter gehen. Die Parameter sind mehr oder weniger unsere Anzeige bezüglich Laufzeit und Phase. Heißt, wir können hier auf die einzelnen Lautsprecher draufklicken, können hier auch wieder einfach einen Delay eingeben oder tatsächlich auch mit der Distanz arbeiten, sodass wir überall anders ein Delay anlegen, können die Phase von jedem Lautsprecher um 180 Grad drehen und haben hier anstatt von Zahlen lustige Icons. Das heißt, wenn wir hier zwei Dinger auf einen setzen und halt schieben, dann schieben sich hier beide hin und her. Das funktioniert soweit alles. RTA immer noch nicht verbunden. Wenn wir theoretisch da ein Mikrofon reinstecken würden, würden wir hier auch die Möglichkeit sehen, den Frequenzgang zu bearbeiten.
Wenn wir jetzt nochmal in Main reingucken, haben wir hier mehr oder weniger das, was wir, also jetzt auf der Seite auch den Advanced Tuning Bereich aus der App. Im Advanced Tuning Bereich haben wir erstmal die Filter gesetzt. Bedeutet, wenn wir hier wenn wir auf dem Hochton waren, haben wir gesagt, wollen wir einen High-Pass-Filter, setzen wir hier einen High-Pass-Filter und können hier die Frequenz schön auf unsere 3000 Hertz wieder setzen und die Flanke auf 18 dB korrigieren. Das Schöne an der App ist hier tatsächlich, dass wir hier jetzt auch also tatsächlich direkt Werte eingeben können. Das heißt, wir könnten hier 3000 fest eingeben und haben tatsächlich 3000 auf beiden Dingern gesetzt, beiden Hochtönern gesetzt. Das ist natürlich super. Und haben hier jetzt auch die Bänder. Die Bänder haben hier standardmäßig halt ihre Frequenzen, aber wir können natürlich auch sagen, Band 1 soll jetzt bei 4000 Hertz sein. Und jetzt können wir hier tatsächlich halt hoch und runter spielen. Das Schöne ist, dass wir hier auch direkt die Weiche zusammen mit dem EQ sehen. Heißt, wir können hier so ein bisschen rummachen und sehen aber auch direkt, okay, wo das halt gegebenenfalls nichts mehr bringen würde, beziehungsweise wo das noch viel bringt, und können aber hier natürlich dann auch alles Mögliche wie auch die Güte einstellen. Die Optionen können wir entweder hier auswählen oder wir haben auch hier die Möglichkeiten, die Sachen zu schieben und einzustellen, was für einen Filter wir haben wollen, ob wir einen EQ, also einen parametrischen Equalizer haben wollen, einen High-Shelf oder einen Low-Shelf-Filter. Über den Reset-Knopf resetten wir dann das einzelne Band, das heißt, das haben wir jetzt zurückgesetzt. Das ist alles. Ja, im Endeffekt ist es das auch schon. Das heißt, wenn wir hier auch fertig sind, können wir einmal uns die Files speichern. Grundsätzlich werden ja alle Änderungen, die hier passieren, auch immer auf die Endstufe übertragen. Und so hat man jetzt mit der Computer-App, das heißt auf dem Computer, haben wir natürlich deutlich mehr Möglichkeiten in Form von, wir haben eine Tastatur, wir können Werte direkt eingeben. Wenn wir am PC sind, würden wir mit der Messsoftware lang gehen, alles muten bis auf einen Lautsprecher, dann quasi diesen Lautsprecher messen und erstmal versuchen, diesen Lautsprecher halt irgendwie gerade zu bekommen. Und so würden wir weitergehen, alle Lautsprecher durchgehen, um am Ende einen möglichst linearen Frequenzgang zu bekommen, der, wenn man es richtig macht, dann auch sich perfekt addiert und zu einem guten Gesamtbild führt. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Windows-App was gebracht. Vielleicht gibt es demnächst auch eine Mac-App, würde mich freuen. Dann brauche ich nicht den alten Windows-Rechner hier rauspacken, sondern kann es halt auf meinem MacBook machen. Wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Ansonsten geht es demnächst weiter. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.